Hallo und herzlich willkommen zu Dear Esther. Dear Esther heißt so viel wie Liebe Esther und es ist eine Art Reise für die Gedanken, eine interaktive Geschichte, die uns erzählt wird, die ziemlich beeindruckend sein soll und deswegen bin ich auch ziemlich gespannt. Ich kannte eigentlich das Spiel nur, dass es in Englisch ist, also komplett Englisch. Deswegen habe ich mich eigentlich auch darauf eingestellt, dass ich euch so viel übersetzen müsste, aber wie ich sehe, ist es anscheinend wirklich in Deutsch und starten wir einfach mal das Spiel. Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up, and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Okay, anscheinend haben wir... Also ich weiß jetzt nicht, wie wir hergekommen sind. Oder was hier passiert ist. Auf jeden Fall, wie man hört, ist die Musik ein sehr, sehr wichtiger Teil in diesem Spiel. Von der Grafik bin ich schon sehr begeistert, ne? So. Ach, die geht automatisch an, wenn man reingeht. Hier hat einer nicht sauber gemacht. Kann man die Tür auch schließen? Nein. Aber drücken kann man auch nicht wirklich viel. Da steht was. Okay, ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll. Sieht eher aus wie eine Gleichung, aber es kann alles Mögliche sein. Wir behalten uns das mal hier im Hinterköpfchen. Und gehen nochmal raus. So. Doch, wir sind hier reingegangen. Die Frage, gehen wir oben oder unten lang? Ich glaube mal, jeder Schiffbrüchige oder der nicht weiß, wo er ist, sucht sich erstmal den höchsten Punkt, um sich ein Bild zu machen. Wo er vielleicht hingehen kann. Und das machen wir jetzt eigentlich auch. Klingt natürlich auch sehr, sehr logisch. Oh, man hört aber, es ist ziemlich windig. Wow. Muss man ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir runterfallen. Donnelly reported the legend of the hermit, a holy man who sought solitude in its most pure form. Allegedly, he rode here from the mainland in a boat without a bottom, so all the creatures of the sea could rise at night to converse with him. How disappointed he must have been with their chatter. Perhaps now, when all that haunts the ocean is the rubbish dumped from the tankers, he'd find more peace. They say he threw his arms wide in a valley on the south side, and the cliff opened up to provide him shelter. They say he died of fever 116 years later. The shepherds left gifts for him at the mouth of the cave, but Donnelly records they never claimed to have seen him. I have visited the cave and I have left my gifts, but like them, I appear to be an unworthy subject of his solitude. Okay. Dann suchen wir doch mal hier nach, hier ist natürlich der Eimer mit der Farbe. Wir haben ja Schriftzeichen gefunden und werden bestimmt auch noch mehrere Schriftzeichen finden. Taschenlampe? Hä? Okay, hier nimmt er anscheinend seine Lampe nicht, was ziemlich komisch ist, weil das Haus eigentlich relativ heller war als die Höhle. Und hier gibt es mehrere Höhlen. Kommen wir auch nicht weiter. Seht ihr das? Da hinten ist ein Licht.
Und wir wissen nicht, ob da ein Licht ist, was schon da hängt und defekt ist. Oder ob das einer war mit einer Taschenlampe. Auf jeden Fall könnten wir auch unten langlaufen. Das machen wir, glaube ich, später mal. Aber jetzt möchte ich hier erstmal... Oh mein Gott. Komm, 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 komm. Oh Gott. Ich hoffe, wir können uns nicht verletzen. Oh, doch, können wir. Man merkt es schon leicht. Wir sind jetzt unten. Oh, das sieht voll schön aus. Also ich muss nochmals sagen, ja. Die Grafik ist wunderschön. Passt auch gerade irgendwie so zur Zeit, Herbstanfang. Und es ist ein bisschen stürmisch. Man kann nicht wirklich sagen, was für eine Jahreszeit hier ist. Aber es kommt mir wirklich so ein bisschen vor wie Herbst. Kommen wir hier denn überhaupt weiter? Doch, doch, doch. Wir können hier, glaube ich, nach oben gehen. Ja. Können wir. Aber... There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Da hat er natürlich recht. Ich gucke jetzt hier mal rum. Ist hier noch was? Weiß ja nicht. Vielleicht gibt es ja hier auch so kleine Geheimnisse, kleine Verstecke. Oh, man kann hier man kann hier wirklich lang gehen. Ist die Sache, ob wir nach da oben gehen oder hier weiter lang. Ich gehe jetzt erstmal hier weiter lang. Und wir sehen hier auch was. Und zwar wurde hier was gezeichnet. Wir gehen einfach mal weiter. Man merkt wirklich, die Musik spielt eine sehr, sehr große Rolle in dem Spiel. I have found the ship's manifest, crumpled and waterlogged under a stash of paint cans. It tells me that along with this present cargo, there was a large quantity of antacid yogurt bound for the European market. It must have washed out to sea. God knows there are no longer gulls or goats here to eat it. Ich weiß jetzt wirklich nicht, ob wir hier lang gehen müssen. Oh, eine Autotür. Was ist das? Ach so, auch noch was vom Auto, glaube ich. Ne, hier können wir nicht rein. Ist die Sache, ob wir jetzt wirklich nach da oben gehen oder ob ich einfach mal hier noch raufgehen kann. Anscheinend kann ich auch schwimmen. Komme ich hier irgendwo hoch? Huch! Hä? Das war jetzt komisch. Also, tauchen kann ich irgendwie nicht. Da sehe ich nicht viel. Was war das? Nein, komm schon. Gott. Ich komme nicht mehr hoch. Ich komme nicht mehr hoch. Okay. Schwimmen wir also zurück. Und gehen oben lang. Wie wir es eigentlich auch vorhatten, aber ich war natürlich wieder zu ja, ich war viel zu neugierig. Deswegen tut's mir leid.
jetzt komm. Ach, ich muss den gleichen Weg wieder zurückgehen. Ah, Stein im Weg. So. So. Jetzt müsste ich natürlich pitschenass sein. Und bei dem Wind ist das natürlich nicht so schön. Da wird mir nämlich gleich kalt. Okay, ich kann sogar ranzoomen. Und zwar mit allen 4 Tasten R1, R2, L1 und L2. Und mit Viereck. Und mit Dreieck. Und mit Kreis. Und mit X. Also kann ich wirklich nur ranzoomen. Was ziemlich komisch ist, dass es irgendwie auf allen Tasten verteilt ist. Ja. Gehen wir jetzt mal die Treppe hoch. Man sieht auch, alles sehr, sehr alt. Hier war ewig niemand mehr gewesen. Bin auf jeden Fall gespannt, was es hier noch so zu sehen gibt. Genau wie die Höhle mit dem Licht. Ob wir da auch noch zu kommen werden. Überhaupt zu gucken, ob da vielleicht doch hier noch jemand lebt. Und uns ein Zeichen zugesandt hat. Die Sache, es geht hier hoch und da wieder hoch. Achso, nee, genau. Das war ja, da bin ich runtergefallen. Der ganz weit hinten ist entweder, ja, ich glaube, das ist ein Funkturm. Aber eigentlich müsste es ein Leuchtturm sein, weil... Donnelly's book had not been taken out from the library since 1974. I decided it would never be missed as I slipped it under my coat and avoided the librarian's gaze on the way out. If the subject matter is obscure, the writer's literary style is even more so. It is not the text of a stable or trustworthy reporter. Perhaps it is fitting that my only companion in these last days should be a stolen book written by a dying man. Okay. Weiß ich Bescheid. Nur, was ich sagen wollte ist, eigentlich ist auf so einer Insel immer ein Leuchtturm. Von hier sieht es wirklich aus wie ein Funkturm. Aber es kann sich ja alles noch ändern, umso näher man zu ihm vordringt. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boats, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Die Krankheit befällt nicht nur den Körper. Wir werden wirklich hier feststellen, was hier auf der Insel passiert ist. Er hat ja schon sowas gesagt wie eine Krankheit oder Seuche. Ob das stimmt, weiß man halt nicht. Aber wir werden es herausfinden. Die Steine sehen da so komisch aus. Ich glaube, das sind Steine. Oh, der Wind wird sehr, sehr stark. They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradictions?
Man kriegt immer ein paar Zwischengeschichten eingeblendet. Und ich glaube, die werden später alle einen Sinn ergeben. Also behalten wir uns die mal schön im Hinterköpfchen, liebe Freunde. Die Insel ist auch wahrscheinlich sehr, sehr groß. Also so sieht sie auf jeden Fall aus. Aber euch würde es vielleicht freuen, ich habe diese Woche sehr viel Zeit, werde dieses Spiel auch spielen und versuche jeden Tag ein Part hochzuladen. Und oh mein Gott, da ist die Höhle, die wir, glaube ich, gesehen haben. Die, wo das Licht uns so gesagt, also mich auf jeden Fall. Das ist doch da noch, oder? Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. Okay. Wir haben ja Autoteile gefunden, aber ich weiß nicht, ob es genau dieselben sind. Oder ob es genau die waren. Auf jeden Fall bin ich jetzt ziemlich gespannt, was uns da in der Höhle erwartet. Hier ist auch hier ist ein Leuchtturm. Hier ist auch ein Schiff gestrandet. Weiß nicht, ich glaube, das war sogar unser kleines Häuschen, wo wir sind jetzt einmal quer hier über den kleinen Berg gegangen. Oh. I would leave you presents outside your retreat in this interim space between cliff and beach. I would leave you loaves and fishes, but the fish stocks have been depleted and I've run out of bread. I would row you back to your homeland in a bottomless boat, but I fear we would both be driven mad by the chatter of the sea creatures. Und wie wir sehen, ist da wieder eine Zeichnung und hier steht auf einmal keiner mehr, der uns ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich glaube schon, die kleine Höhle, da waren wir drinnen und hier hat uns jemand ja hergelotst, so gesagt. So kann man das eigentlich nennen. Und hier ist so ein Kratzer. Gehen wir da mal hin. Hier sind auch wieder Malereien. Hier ist auch mal hier ist auch wieder die gleiche Zeichnung. Wie vom Anfang. Okay. Scheint sind hier nur Zeichnungen. Hier ist auch wieder Fisch und Brot. Und er hat wahrscheinlich sich hier immer was hingemalt, um halt nicht den Verstand zu verlieren. Aber so wie es aussieht, ja, ist das schon leicht passiert, weil hier... Also ich würde gerne wissen, was es hier mit dieser Zeichnung auf sich hat. Wir gehen mal weiter.
Und so wie er immer sagt, Dear Esther, also liebe Esther, spielen wir anscheinend Esther. Das wäre die, ja, so würde ich das jetzt sehen, das Logischste. Auf jeden Fall muss man sagen, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. He still maintains he wasn't drunk, but tired. I can't make the judgment or the distinction anymore. I was drunk when I landed here, and tired too. I walked up the cliff path in near darkness and camped in the bay where the trawler lies beached. It was only at dawn that I saw the bothy and decided to make my temporary lodgings there. I was expecting just the aerial and a transmitter stashed in a weatherproof box somewhere on the mount. It had an air of uneasy permanence to it. Like all the other buildings here, erosion seems to have evaded it completely. Jetzt gucken wir mal, wo wir als nächstes lang gehen. Und hier sind natürlich die Steine, die wir gefunden haben. Von oben. Ich glaube, wir gehen mal geradeaus weiter. Aber es ist schon cool, es ist mal was anderes als das, was ich sonst spiele. Aber es heißt nicht, dass es was Schlechtes ist. Okay, irgendwie wird es gerade ein bisschen dunkler. Und es geht wieder runter. Es lädt. Wir haben eine Trophäe erhalten, und zwar Donnelly. Das heißt, das Kapitel ist schon mal durch. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my ordnance survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. So, wir haben jetzt ein neues Kapitel angefangen. Und ich bin dafür. Wir sehen uns in einer nächsten Folge von Dear Esther. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got right.